Wir sind hier auf dem Betrieb Bucheckberger Herford der Familie Schluab im Kanton Solothurn. Jürg und Raphael Schluab praktizieren die Hoftötung ihrer Herford-Rinder seit Herbst 2023. In diesem Video zeigen wir euch den Ablauf mit einem Kriegerfressgitter, einem Gabelstapler und einem umgebauten Viehtransporter. Wir sind hier in Messen, im solothurnischen Mittelland, im Limpachtal. Der Hof liegt auf rund 500 Meter über Meer. Wir produzieren nach Bio-Swiss-Standard. Der Hauptbetriebszweig ist der Ackerbau. Ackerbau haben wir Kartoffeln, beginnen nächstes Jahr Zuckerrüben, Getreide, Mais, Soja, Sonnenblumen. Die Tiere vermarkten wir so gut es geht selber, wobei wir mit Kohler Adrian aus Rütli-Galchensee zusammenarbeiten. Wir haben das Inserat im Schweizer Bauer gesehen, dass das Fibel eine Forschung durchführen will und den Adrenalingehalt im Blut messen will. Und da haben wir uns gesagt, das wäre doch etwas, wo wir als kleiner Direktvermarktungsbetrieb mitmachen können. Und für mich kam dazu, dass das Tierwohl so im Vordergrund stehen würde, das Tier weniger Stress hat und wir so dem Tier etwas entgegenkommen können. Ich habe einmal ein Tier an den Schlachthof geführt und das Tier hat wirklich die ganze Zeit im Wagen geschrien und war beim Ausladen schweißnass und das war für mich einfach nicht befriedigend. Ich erhoffe mir wirklich eine bessere Fleischqualität, weniger Stress. Das sollte sich dann auch in einem besseren Preis auszahlen. Das ist jetzt die Vorbereitung für die Schlachtung. Wir nehmen das Rind mit Lockfutter nehmen wir jetzt hinein, weil das kennt das immer. Wir machen das immer ein paar Tage vor der Schlachtung beginnen wir so, dass wir das Tier in den Stand führen und es dann dort fixieren. Das Fressgitter ist so in der Fangbereitschaft, das Tier kommt hinein. Wenn das Kopf senkt, schließt sich hier der Fangmechanismus, dann wird das Tier so fixiert. Und jetzt ist das schon ganz ruhig hier und wartet auf den Schlachter. Dann nehmen wir noch dieses Gitter weg, damit auch wieder besser Platz haben. Gehe ich den Stapler holen. Es geht sehr gut mit dem Stapler, wir sind sehr wendig, wir sind sehr schnell und es ist vorhanden, es hat nicht zusätzliche Kosten verursacht. Dann kommt der Moment, wo der Schlachter kommt, der kommt hier hin. Und schön. Schießt das Tier fällt zu Boden und wir können unten das Gitter öffnen. Bei uns geht das gut, weil wir hornlose Tiere haben, können wir das Tier so zurückziehen. Das ist vielleicht ein kleiner Nachteil von dem Produkt. Müsste man hier noch eine Lösung finden für behoornte Tiere. Das Gitter ist sicher der Vorteil, es ist günstig und für unseren Zweck mehr als genügend. Dann wird die Gurte fixiert am hinteren Bein. Wenn das Tier fixiert ist, starten wir den Stapler. Dann wird angehoben. Also die Hubhöhe ist sicher entscheidend, weil wenn das Tier hier hängt, wir haben jetzt immer so jährige Tiere, am Hinterbein angebunden sind, dann müssen wir dann sehr hoch heben, damit der Kopf in das Becken kommt. Also hier haben wir ein hohes Becken, also müssen wir können jetzt 5 Meter hoch heben und dann ist der Kopf so auf dieser Höhe. Und das ist, viel weniger geht nicht, weil die Tiere werden sehr lang, wenn sie dann hangen. Dann hängt das Tier hier, Kopf hier im Kessel, wichtig ein großer Kessel, damit es gut geht zum Arbeiten. Und Adrian kann den Blutungsschnitt machen. Ab hier haben wir 90 Minuten Zeit, bis das Tier im Schlachthof ausgenommen ist. Und für uns ist das kein Problem, darum ist für uns hier der Stress vorbei. Dann nehme ich den Stapler wieder. Adrian steht dann mit seinem Fahrzeug hier. Er befestigt ein Drahtseil mit einer Winde und zieht das Tier in den Anhänger hinein und ich senke vorsichtig ab. Dann haben wir, das Tier kommt schön auf die Rampe zu liegen und er zieht es in den Wagen hinein. Das Blut ist dann hier drin, das sind vielleicht 20 Liter. Nachher hat Adrian einen kleineren Kessel dabei. Das schütten wir in den kleinen Kessel und Adrian kann den mitnehmen. Und das können wir wieder auswaschen und ist für das nächste Mal vorbereitet. Wenn wir das hier verladen haben, schließen wir die Heckklappe und beim Schlachtbetrieb haben wir wieder eine Seilwinde an der Wand montiert
Dann können wir das Tier wieder herausnehmen und an der Hochbahn schlachten. Das ist ein Eigenbau, einfache Konstruktion innen mit dem festen Rahmen für die Stabilität von dem Aufbau. Vorne ganz einfach eine Seilwinde. Hier haben wir ein Übergleitblech, damit das Tier schön in den Anhänger gezogen wird und nicht hängen bleibt. Und da auf der Seite haben wir 2 Blech montiert, damit das Tier beim Herausnehmen nicht hängen bleibt beim Chassis. Als Basis haben wir einen Viehtransporter gewählt, weil ein Lebendviehtransporter auch die Anforderungen erfüllt, damit die Dichtigkeit vom Aufbau bereits vorhanden ist. Somit mussten wir weniger in eine zusätzliche Abdichtung investieren. Zuerst nahmen wir den Kontakt mit Milena vom Fibel auf. Danach suchten wir zu Hause einen passenden Standort, wo wir das Tier und wie wir das Tier töten wollen. Danach nahmen wir Kontakt mit unserem Kundenmetzger auf, gingen einen Betrieb schauen, wo er schon Hoftötung macht. Danach fragten wir den Kantonstierarzt an, ob wir das machen können für eine Bewilligung. Und zu guter Letzt spielten wir das Szenario 100 Mal im Kopf durch, übten es 2-3 Mal, wie wir es machen wollen. Und dann kam der Tag X, ja. Die erste Hoftötung war in der Vorbereitung für mich etwas stressig, weil ich nicht genau wusste, was alles auf uns zukommt, ob wir es richtig machen, ob wir die 60 Sekunden einhalten können und die Sicherstellung, dass wir das Tier gut fixieren können, damit kein Unfall passiert. Die Tiere haben weniger Stress. Wir haben das Gefühl, es ist der richtige Weg und ich stehe 100% dahinter. In diesem Video haben wir euch gezeigt, wie die Hoftötung mit Kriegerfressgitter, Gabelstapler und umgebautem Viehtransporter funktioniert. Weitere Möglichkeiten der Hoftötung findet ihr in anderen Videos.